Moin zusammen. Es gibt was ganz Neues von Skolia, von dem ihr wahrscheinlich noch nicht mal gehört habt. Skolia Social. Das sind Minispiele, Partyspiele, toll animierte Add-ons für das Skolia-Spiel. Und was damit auf sich hat, das zeige ich euch jetzt. Für das Skolia Social-System benötigen wir eine Steuerungseinheit. Das kann ein klassisches Tablet sein, aber auch ein Laptop. Hauptsache, hier kann man die Eingaben machen und am Anfang muss jedes mitspielende Mitglied ein Foto von sich machen, was dann hinterher bei den Animationen auch erscheint. Dann brauchen wir einen extra Monitor, ja, weil da kommt dann hinterher wirklich das Spiel drauf zum Vorschein. Und dahinter sieht man jetzt gerade nicht, befindet sich die sogenannte Skolia Social Box. Das ist im Grunde ein kleiner PC, wo dann dieses extra Skolia Add-on drauf läuft. Und was wir natürlich brauchen, ist ein klassisches Skolia-System, Skolia Home 2 mindestens, mit dem wir das dann spielen können. Spiel Nummer 1 beim Skolia Social ist ein eigentlich klassisches X01. Es ist nur ein bisschen auf Anfänger ausgelegt. Wir können mit 301 Single Out starten, 301 Double Out und 501 Double Out. Und das Besondere ist, es ist toll animiert mit Stromschäben und mit besonderen Animationen. Wenn ihr hohe Zahlen werft, dann werdet ihr da besonders hervorgehoben. Und deswegen ist das so ein bisschen noch spannender, als vielleicht einfach blind auf 501 auf der Skolia zu spielen. Das zweite Spiel nennt sich Killer. Das kennen vielleicht viele von euch, man kann es nämlich einfach auch so auf dem Board spielen. Es geht darum, dass man eine Zahl dreimal treffen muss, dann gehört sie einem sozusagen und man wird dann automatisch zum Killer und kann die andere Person, die schon ein Feld vielleicht nur zweimal getroffen hat, dann auf diesem Feld besiegen. Und wenn man einen anderen auf den Feldern, die er noch nicht voll getroffen hat, besiegt, dann ist man der Sieger des Spiels. Das dritte Spiel ist auch ein Klassiker, Shanghai, ist aber auch in dem Fall toll animiert. Wer Shanghai nicht kennt, ganz kurz die Regeln. Shanghai ist immer ein Triple, ein Single und ein Doppel auf dem gleichen Feld. Man fängt auch von 1 an, macht mit 2 weiter, spielt quasi round the clock. Man bekommt die Punkte gut geschrieben, die man wirft auf dem Feld, was jetzt gerade dran ist. Man kann aber jederzeit das Spiel beenden und gewinnen, wenn man eben einen Shanghai wirft. Deswegen bleibt dieses Spiel bis zum Ende spannend und man kann auch auf der 20 noch in Shanghai werfen und gewinnen, selbst wenn man weit zurück gegen die anderen Gegner liegt. Das kann ich wirklich immer empfehlen. Jetzt kommen wir zu ein paar besonderen Spielen, die es tatsächlich nur so auf der Skolia Social gibt. Das erste nennt sich Lumberjack. Das ist quasi eine Variante vom Bull-Shootout. Man muss versuchen, möglichst nah ans Bullseye zu kommen und hackt dann entsprechend ein großes Stück von einem Stumpf Holz weg. Und man muss dann versuchen, den Rest auch noch möglichst sauber wegzuhacken und nah ans Bullseye zu kommen. Aber tatsächlich nicht drüber, weil dann gibt es einen Miss, werdet ihr auch in dem Video sehen. Ja, dann habt ihr zwar die Hälfte vielleicht weg, aber die andere Hälfte steht immer noch da. Die letzte Runde gibt da übrigens die doppelte Punktzahl, deswegen bleibt es auch da immer bis zum Ende spannend. Und deswegen ein ganz tolles Spiel, auch für euer Bullseye-Training. Dann ein Spiel, was auch ganz neu zum Skolia Social Portfolio hinzugefügt wurde, nennt sich Zombie Shooter. Da müsst ihr tatsächlich mit euren Pfeilen durch möglichst genauen Wurf auf Zombies zielen und die könnt ihr dann entsprechend vernichten. Wenn ihr nicht ganz gut trefft, dann müsst ihr sie manchmal noch 2-3 Mal treffen. Dann gibt es auch Zombies, die wandern quer übers Board. Die geben dann auch nochmal mehr Punkte. Und Ziel ist es einfach, möglichst genau und mit möglichst wenig Fallen möglichst viele von diesen Zombies zu treffen. Mehr als eure Gegner. Und am Ende gibt es auch wieder doppelte Punktzahl. Und wer die meisten Zombies abgeschossen hat, gewinnt auch hier das Spiel. Das letzte Spiel ist auch nochmal was ganz anderes. Und zwar spielen alle, die mitspielen, bei dem Spiel zusammen gegen einen Asteroiden. Ja, das Spiel heißt auch Asteroid. Und wir müssen versuchen, gemeinsam die Teile des Asteroiden zu treffen, die sich in verschiedenen Ecken des Boards natürlich befinden. Das Gemeine ist auch, das dreht sich auch nochmal dabei. Das heißt, ihr könnt nie lange genug zielen, sondern müsst eigentlich relativ schnell und relativ präzise werfen. Es wirft nacheinander jeder Mitspieler mit 3 Pfeilen. Und zum Schluss müsst ihr gucken, dass der Asteroid nicht so nah an die Erde gekommen ist, bevor ihr nicht alle Teile davon zerstört habt. Sonst verliert nämlich das ganze Team. Das finde ich unglaublich spannend, macht auf Partys total Spaß. Und es gibt 3 verschiedene Schwierigkeitsstufen. Und die schwierigste davon, das hat selbst ich noch nicht geschafft. Also das ist schon eine Herausforderung. Unser Fazit zum Skolia Social: Es macht wirklich wahnsinnig Spaß, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, wenn man auf einer Party ist oder in einer Bar wie dem Dartort Münster, die verschiedene Dartspiele anbietet. Vor allen Dingen, wenn ihr Anfänger dabei habt, wenn eine Gruppe vielleicht erstmal Zugang zum Thema Darts bekommen möchte. Durch die leichten Einfallsspiele, durch die schönen Animationen kann man damit wirklich viele Leute vom Darts begeistern, die vielleicht sonst noch gar keine Scheibe zu Hause oder vielleicht noch nie gespielt haben. Wenn ihr trainieren wollt, wenn ihr wirklich besser werden wollt im Darts, dann ist eher das klassische Skolia, das klassische Dartspiel für euch geeignet. Es gibt dann auch noch einen Haken. Das Skolia-System ist nämlich nicht für Privatsysteme verfügbar in dem Social-Bereich. Es ist nur verfügbar für
Bars und Venues, wie hier der Dartort Münster. Ihr könnt euch vielleicht mal raussuchen, wo in eurer Nähe ein Skolia Social System mit Social Darts verfügbar ist und dann könnt ihr es dort ausprobieren.